Also willkommen im Bötzow-Viertel. Wir sind hier in der Käthe Niederkirchner Straße 35. Mein Name ist Simon Lüttgemeier, ich bin Architekt und wohne seit gut 22 Jahren hier im Haus. Davon die meiste Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau Britta Wilmsmeier und unseren Töchtern. Im Rückblick erstaunlich, dass ich erst so spät auf die Frage gestoßen bin, nachdem ich schon so lange hier wohne und mich auch sonst für Geschichte interessiere. Aber letzten Endes haben erst 2 Stolpersteine vor unserem Nachbarhaus, die vor 3 Jahren für das Ehepaar Friede durch Gunter Demnig verlegt wurden, ins Grübeln gebracht, was die spezifische Geschichte unseres Hauses gewesen sein könnte. Bis dato war mir da nichts bekannt und ich habe dann bei unserer Hausverwaltung nachgefragt, wo ich erfuhr, dass das Haus nach der Wende von 2 Brüdern in den USA lebend verkauft wurde. Hatte dann 2 Namen und habe einen Namen dann googeln können, Peter Gossels, bei Boston lebend, habe dann aber über das Telefonbuch seine Adresse rausbekommen und hab mich hingesetzt und ihm einen Brief geschrieben. Und war dann, hatte Hoffnung, aber ich war trotzdem überrascht, dass er mich dann wirklich, nachdem der Brief ankam, wenige Tage später hier anrief. Und das war das erste Mal, dass ich mit den Enkeln unseres ehemaligen jüdischen Hauseigentümers in Kontakt kam. Er war erstmal überrascht, weil sich bisher niemand bei ihm gemeldet hatte in der Angelegenheit. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon auf YouTube gesehen, dass es einen Film gibt, den seine Tochter Lisa Gossels 1999 produziert hat. The Children of Shaban heißt der, wo es auch um den Lebensweg ihres Vaters und Onkels geht. Und hatten dann in dem Film das erste Mal die Mutter von Peter und Werner Gossels gesehen, Charlotte Gossels, auf einem Foto, wo sie vor einer Tür zu sehen ist, die identisch mit unseren Türen ist. Also wir hatten den Fernseher und haben dann unsere Tür angeguckt und wussten, das war hier im Haus und wussten kurze Zeit danach auch, es war 2 Etagen unter uns. Und wo ganz gut beschrieben ist, dass Charlotte es geschafft hat, 1939 nach einem Jahr Arbeit genug Geld zusammenzubekommen, um ihre Söhne mit einigen anderen Kindern in den Zug zu setzen. Und die sind dann erst in ein privates Heim bei Paris gekommen und als es da dann brenzlig wurde, nach Chabannes in Zentral-Südfrankreich. Und konnten dann von da 1941 mit einem Segelschiff, auch mit Hilfe von Organisationen in den USA, rauskommen, sind mit einem Segelschiff, der Serpa Pinto 41, in New York gelandet, wo sie dann in Pflegefamilien kamen und ihre Mutter hat weiterhin eben über ihre Briefe Kontakt zu ihren Söhnen gehalten und eins der Dinge, was sie ihnen noch mit auf den Weg gegeben hat, war, dass Peter sich um seinen Bruder kümmern soll, der 3 Jahre jünger war. Der war 3 Jahre alt zu dem Zeitpunkt in Paris und 6 Jahre, als sie in die USA kamen. Und daran hat sich Peter zeitlebens gehalten. Genau, und als Simon dann angefangen hat, die Recherche zu machen, hat mich das eben auch sehr bewegt und mich gefragt, wie ich damit umgehen kann, weil ich brauchte da irgendwie einen anderen Zugang zu und habe dann ein Bühnenstück dazu entwickelt, ein Erzählstück, Biografie eines Berliner Hauses, wo es also um die 100-jährige Geschichte des Hauses geht. Ein Teil davon waren eben auch die Briefe von Charlotte Gossels, die sie an ihre Jungs geschrieben hat, als sie die nach Frankreich geschickt hatte, beziehungsweise dann schon in Amerika waren. Und das hat mich eben auch sehr bewegt, weil die Kinder zudem ungefähr so alt waren wie meine Kinder. Und ich habe mich eben gefragt, wie groß die Not sein musste, dass man die Kinder in diesem Alter mit 5 und 8 Jahren tatsächlich alleine wegschickt. Und dann würde ich den letzten Brief, den sie an ihre Kinder geschrieben hat, mal vorlesen in gekürzter Fassung. Berlin, 10. November 1941. Meine geliebten Jungen, Peterle und Werni, sehnsüchtig warte ich jeden Tag auf Nachricht von euch, bis endlich vor ein paar Tagen von Tante Lucy aus New York ein ausführlicher Brief an mich kam. Lieber Peterle, du hattest einen Unfall und musstest ins Krankenhaus? Geht es dir wieder gut? Seid ihr schon in der Schule? Wie sieht es alles dort aus? Ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr mir einen ausführlichen Brief schreibt.
Egon Heisemann, der mit euch in Frankreich war, ist wieder hier und wohnt jetzt eine Etage über uns. Er fragt jedes Mal nach euch. Er ist ein großer Junge geworden und er kann von dir, Wernerchen, gar nicht genug erzählen. Wie geht es euch? Lernt ihr auch immer schön? Wart ihr beim Transport viele Kinder oder nur ihr beiden? Gebt euch viele Mühe in der Schule und macht euren Pflegeeltern Freude. Wie ich höre, sollt ihr in eine Familie kommen und nicht an ein Heim. Ob Heim oder Familie, immer gehorchen und fleißig sein. Und immer einer für den anderen sorgen, denn ihr beide gehört für immer zusammen. Nun, geliebte Strolche, lebt wohl für heute. Seid beide umarmt und geküsst. In Liebe, eure Mutti. Charlotte Gossels wurde 1943 deportiert nach Auschwitz und ist, soweit die Familie wesentlich später noch in Erfahrung bringen konnte, wohl auch umgehend nach der Ankunft umgebracht worden. Ich stand mit Peter Gossels seitdem in regem Kontakt. Daraus hat sich dann auch entwickelt eine Diskussion über die Art, wie wir jetzt an die Familie und an die vielen anderen Menschen hier vor Ort erinnern können. Irgendwann auf dem Nachhauseweg hatte ich die Idee, eine Art Klingeltafel daraus zu machen. Das war am 12. Mai 2019. Peter und Werner Gossels mit ihren Frauen und 10 Kindern sind aus Boston und New York zu uns gekommen. Die kamen hierhin und ungefähr 80 Nachbarn und sonstige Interessierte. Das erste Mal, seitdem er 39 mit Hilfe der Mutter in Richtung Frankreich Berlin verlassen hatte, war er das erste Mal wieder in dieser Wohnung und hat Dinge wiedererkannt und konnte mir auch sagen, hier in dem Raum hat meine Mutter ihren Frisierstuhl aufgebaut, wo sie einen Schönheitssalon betrieben hat, um, nachdem sie das Haus verkaufen mussten, noch ein bisschen Geld reinzukriegen. Und daran konnte er sich erinnern. Bei der Gelegenheit hat Werner Gossels uns dann auf Nachfrage auch nochmal gesagt, welche Bedeutung die Einweihung der Klingeltafel hier in Berlin für die Familie gehabt hat. Das ist, ja, eine Art Trauerfeier für die Familie war, die nie so stattfinden konnte. Peter Gossels hat ja noch Letters from Our Mother herausbringen können und ein Teil darin sind Briefe, die Norbert Lewinnig, der hier im Haus lebte, geschrieben hat. Norbert Lewinnig selbst halbjüdisch, hat überlebt, war zwar noch im Lager in der Schulstraße inhaftiert, ist mit Kriegsende freigekommen und hat 1947 dem Großonkel von Peter und Werner Gossels einen Brief geschrieben, in dem das Schicksal der Familie beschrieben wird, weil er das eben hier vor Ort erlebt hat, wie sie deportiert wurden. Und er hat dann unter anderem geschrieben: Von der Wohnung selbst kann ich Ihnen mitteilen, dass das gesamte Inventar damals versteigert wurde. Und was noch zurückblieb, wie Foto, Bilder und Bücher, wurden auf dem Hofe verbrannt. Das war eine der Quellen, die uns schon haben schlucken lassen, zu wissen, was sich hier zugetragen hat in unserem Haus. Peter Gossels ist im Oktober 2019 gestorben, hochbetagt, 89-jährig, nach einem erfüllten Leben. Er war bis zuletzt in Boston mit Anwaltskanzlei noch tätig. Aber mit seinem Bruder Werner, mit der ganzen Familie sind wir weiter in regem Kontakt, haben gerade vor 3 Tagen am Pessachfest der Familie online teilnehmen können, was auch für uns ein tolles Erlebnis war. Und ja, also auch mit Lisa Gossels sind wir weiter in Kontakt und ich denke, wir werden uns noch öfter sehen.